Und für mich ist diese DLD-Konferenz ein unfassbarer Inspirationsort und man entdeckt lauter Menschen, die man dachte, man kennt sie, mit neuen Talenten. Zum Beispiel dich als Moderatorin. Ich frage mich immer, warum du dein Talent im Tatort nur darüber hinaus wächst. Denn es ist für uns alle ein Ort zu wachsen. Wer würde auch sagen, dass er seit gestern mindestens 3 neue Ideen hat, wie die Welt besser werden könnte? Sehr gut. Und wenn ihr bisher noch keine hattet, jetzt kriegt ihr immer noch welche. I hope it's okay to switch to German again. We have 2 pioneers of German entrepreneurship to discuss biodiversity and leadership. Und ich mache das auf Deutsch. Und wir wollen starten mit Tina Müller von Weleda und dazu gibt es einen kleinen Film, der uns auch wieder diese sinnliche Qualität, die mich gestern auch so beeindruckt hat, von den Fotos und von den Düften und von der Musik und auch heute Morgen. Und an dieser Stelle muss ich auch Tobias Danke sagen. Diese Konferenz ist dafür da, dass man gute Ideen klaut und weitererzählt. Und diese Idee von Footprint, Handprint, Heartprint habe ich von Tobias. Und wo bist du? Er hat hier gerade gesessen. Danke dafür und erzählt es weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren, deswegen, wenn ihr irgendwas findet, gerne auch mit Quelle, aber raus damit. Und Film ab, worum geht's bei Weleda? Biodiversität ist ganz wichtig und unser bester Pflanzenschutz. Denn nur ein vielfältiger Organismus kann sich selbst regulieren und ist anpassungsfähig gegenüber all dem, was da von außen kommt. Alles restliche organische Material, was in unserem Garten anfällt, kompostieren wir. Denn der Kompost ist das Herz eines biodynamischen Anbaubetriebs. Einen guten Boden erkenne ich daran, dass er locker ist, sich gut krümeln lässt, in der oberen Schicht eine dunklere Farbe hat und dass er auch gut riecht. Im Einklang mit der Natur zu arbeiten, ist Teil unserer Identität. Und hier ist sie, Tina Müller. Herzlich willkommen. Wir haben gesagt, komm, wir bleiben stehen für so ein dynamisches Gespräch. Dirk Rossmann kommt auch gleich dazu. Wir wollen mit dir einsteigen, weil du hast einen Shift gemacht in deinem Leben. Wir kennen dich als sehr erfolgreiche Verantwortliche. Du warst bei Private Equity, du warst auch in der dunklen Seite. Und jetzt bei dunkle Seite der Macht, genau. Und jetzt bist du bei einem Purpose-Unternehmen. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich toll an und es ist eine Reise. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, Weleda zu führen, in diesem besagten Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd, wo über 800 Heilpflanzen angebaut werden. Und das zu erleben, mit wie viel Leidenschaft und Liebe diese Gärtner, diese promovierten Gärtner dort das tun. Und dann geht es direkt auf dem Gelände in die Tinkturenfabrik, wird es weiterverarbeitet und kommt dann am Ende in die Produkte. Und das hat mich so beeindruckt, was dahinter steckt, weil ich war keine Expertin der Nachhaltigkeit. Ich habe natürlich Nachhaltigkeit gemacht vorher in meinen Unternehmen, aber ich war nicht so mit Herz dabei. Und dann habe ich mir gesagt, das ist etwas, das ist ein neues Kapitel in meinem Managerleben und das möchte ich gerne machen. Und seitdem fast ein Jahr tue ich das jetzt. Und ich glaube, jedes Produkt, was wir herstellen, ist ein Kompliment an die Natur, weil es ist in Zusammenarbeit mit der Natur. Aber für uns ist die Natur natürlich ein Risiko, dass sie vernichtet wird und unsere Geschäftsgrundlage dann nicht mehr da ist. Ja? Und dieses Unternehmen jetzt in die Zukunft zu führen, und ich glaube, einige haben mich heute schon angesprochen, haben gesagt, in der Goodie Bag waren die Produkte. Also jedes Produkt, mit jedem Produkt, ja, danke, sichern wir die Erde und die Natur. Und wir sagen ja auch Save the Earth's Skin. Und das ist das, was wir jetzt mit Herzen machen und wo ich auch total überzeugt bin, dass es gut ist. Ja, ja, toll, dass du heute hierher gekommen bist. Wir haben 2, 3 Fotos, um zu zeigen, wir haben so viel über Soil, über den Boden, über die Mikrobiom-Idee von dir, Maria, auch so toll vorgetragen. Wir sind selbst Artenvielfalt. Wir tun immer so, als wäre das da draußen
Und diese Idee von Skin, das ist das Nächste, was wir haben. Und der Das ist Darm unser ist, größtes Organ. der die Darm Haut, ist eigentlich Der Oberfläche. Darm, ja. Also alles, worauf wir so stolz sind, ist, wenn man sich ein Embryo anguckt, eine Ausstülpung von innen nach außen. Wir sind eine Ausstülpung unseres Darms. Und mir hilft das immer wieder, in Stresssituationen mit den Menschen toleranter umzugehen. Aber wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann versteht man auch, dass das unser größtes Immunorgan ist und dass, wenn die Biodiversität außerhalb von uns sinkt, wir selber mitleiden. Ja, weil es geht ja auch ums Mikrobiom. Also ich habe immer darauf geachtet, was ich esse oder einnehme, auch zum Beispiel an Nahrungsergänzungsmitteln. Und wenn man sich vorstellt, auf welchem Boden diese Pflanzen kultiviert werden normalerweise, dann müsste man noch mehr darauf achten, wo kommen die eigentlich her? Ja, und wie werden die gebaut? Und was gibt es da drumherum? Wie ist die Qualität des Bodens? Weil das Mikrobiom des Bodens hat einen Einfluss auf die Pflanzen und die haben einen Einfluss, wenn wir sie zu uns nehmen, wie Leda macht ja auch viel Arzneimittel, haben einen Einfluss auf unser Mikrobiom des Darms und unser Hautmikrobiom. Und die Haut ist unser größtes Organ, die größte Fläche, die wir haben. Wir sind alle total in diesem Selbstoptimierungswahn, jünger zu bleiben, noch besser auszusehen. Aber die Hautbarriere ist die Grundlage überhaupt der gesunden Haut. Total. Und deswegen kann das nur funktionieren, wenn man das mit möglichst natürlichen Inhaltsstoffen macht, die zertifiziert sind, weil sie sind einfach hautähnlicher, unserer Hautnatur ähnlicher. Und damit aus meiner Sicht, und ich bin jetzt auch viel überzeugter, als ich das früher war, definitiv gesünder für uns. Claudia Treidler-Hoffmann, auch eine ganz wichtige Kommunikatorin für diese Schnittstelle zwischen Klima und Gesundheit, ist Allergologin und die sagt, wie Allergien auch extrem explodieren. Und das Beste, was wir tun können, ist, unsere Kinder genau in diese Erde reinzustupsen. Ja, und dann kriegen sie auch keine Allergien. Ja. Genau. Ich bin im Garten groß geworden, ja. Ich habe noch nie eine Allergie gehabt, ja. Und wir gucken uns nochmal dieses Foto, finde ich so großartig. Alle reden über Cradle to Cradle. Antje Boetius hat neulich einen Oktopus vorgestellt, der sich selber auch verzehrt für die nächste Generation. Ich wusste nicht, dass es in der Pflanzenwelt auch so ist. Das ist Bryophyllum, hat wahrscheinlich noch nie jemand gehört, ja, ist eine Pflanze und die Nachkommen sozusagen kommen aus dem Blatt und werden dann quasi wieder eingesät und dann weiter kultiviert. Und Bryophyllum ist eine ganz fantastische Pflanze. Einige Mütter werden sie kennen, sie wird gegen Frühwehen eingesetzt. Und jetzt zeigen die neuesten klinischen Studien, die wir jetzt machen, dass man auch viel besser schläft mit Bryophyllum. Und als ich zu Weleda kam, habe ich unseren Ärzten und Pharmazeuten gesagt, ich wache immer so zwischen 1 und 3 Mal auf. Habt ihr was? Und dann bekam ich Bryophyllum und seitdem schlafe ich durch. Und das ist wirklich phänomenal, was eine Pflanze ausrichten kann. Und deswegen ist es meine absolute Weleda-Lieblingspflanze, Bryophyllum. Ich darf jetzt auch mein Weleda-Lieblingsprodukt verraten, nämlich euer Lavendelöl. Lavendel, ja, zum Ölen. Haltet euch fest, es gibt einen Lavendelrezeptor am Herzen. Ist das nicht geil? Also wir denken immer, das ist nur was für die Nase, aber... Nee. Die Haut kann übrigens auch Bitterstoffe aufnehmen. Und mit unserer neuen Linie und dann Ende der Werbepause blauer Enzian und Edelweiß, also Swiss Natural Science, weil Weleda kommt aus der Schweiz. Das sagte mir unsere Pharmazeutin, das ist eigentlich ein Heilprodukt, weil da sind Bitterstoffe drin. Wir kennen es alle, dass wir Bitterstoffe zu uns nehmen sollten, weil wir das zu wenig tun. Aber hier nimmt die Haut die Bitterstoffe auf. Und insofern ist es nicht nur eine Verjüngungscreme, sondern auch noch eine Heilsalbe. Wir wollen über die unternehmerische Verantwortung sprechen, die solche Traditionsunternehmen wie Weleda auch haben. Ihr baut gerade ein neues Logistikzentrum. Und das finde ich für jemand, der bekannt wurde mit Marketing wie dir, mit Opel, Umdenken im Kopf und so weiter, bemerkenswert, weil Parken. kein Mensch, Parken im Kopf. Kein Mensch am Regal, wenn er eine Konsumentscheidung trifft, interessiert sich ja, wie sieht denn das Logistikzentrum aus? Und trotzdem ist euch das wichtig, dass das nach Michael Braungart Cradle to Cradle mit
Naturmaterialien Mit wirklich Lehm auch... und Holz. Mit Lehm und Holz? Holzregal lagern, sowas hat die Welt noch nicht gesehen und außen mit Lehm. Das kostet wahnsinnig viel Geld, das ist die größte Investition, die Veleda jemals getätigt hat, aber den Eigentümern und uns als Management ist es wichtig. Und unsere Strategie heißt Wachsen mit Verantwortung, also Wachstum mit Verantwortung. Wir sind nicht gegen Wachstum. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, nein, das geht, Wachsen ist gar nicht gut, weil Wachsen steht auch für Ausbeuten. Aber wir glauben, Wachsen mit Verantwortung, damit kann man etwas nach vorne bringen und etwas Gutes tun. Und das heißt aber auch, es ist teurer. Das heißt auch, unsere Produkte sind übrigens teurer. Als ich anfing bei Veleda, die Herstellkosten, bin ich vom Stuhl gefallen. Und das ist wirklich nicht verhandelbar, diese Qualität. Also wenn ich hingegangen wäre und gesagt hätte, wir machen jetzt mal das typische Cost-Saving-Programm 20% runter, hätte ich gleich wieder gehen dürfen. Ja? Und das gehört eben auch dazu. Und wir heißen diesen Green Deal sehr willkommen. Wir nehmen CSRD sehr ernst. Ich fand die Rede von Ursula von der Leyen super, weil ich war vor 3 Tagen auf einer anderen Konferenz in Berlin. Mittelstand, Familienunternehmer, da gab es das totale Bashing zu CSRD, zum Green Deal. Deutschland muss wachsen und Natur spielt keine Rolle mehr. Könnt ihr mit diesem Pillepalle aufhören? Ja? Und hier spüre ich natürlich genau das Gegenteil. Und hier haben wir einen Familienunternehmer, der es anders sieht, nämlich Dirk Rossmann. Herzlich willkommen. Dein Applaus. Wir haben uns hier auf das kollektive Du geeinigt. Dirk, du hast ein Familienunternehmen gegründet, auch in die nächste Generation schon erfolgreich übergeben. Falsch. Mein Opa hat 1909 Rossmann gegründet. Ich habe die Drogeriemärkte, also ich habe aus den Drogerien Drogeriemärkte gemacht. Also, aber die ursprüngliche Gründung geht auf den Opa zurück. Den dürfen wir nicht vergessen, Eckart. Völlig richtig, denn Familienunternehmen haben in ihrer DNA ja genau diese Idee, nämlich ich empfange was und ich gebe was weiter. Tina hat gerade gesagt, es gibt auch einen Trend sozusagen bei Familienunternehmen auf Regulierung, auf diese Vorgaben immer nur zu schimpfen. Und du hast gesagt, nee, ich bin ein vermögender Mensch geworden, ich vermag etwas zu bewegen und hast zum Beispiel 1991 bereits eines der ganz großen Themen angegangen, nämlich mit einer Stiftung Weltbevölkerung. Was war dir da so wichtig? Ich glaube, als Unternehmer muss man wissen, was 1 und 1 ist 2. Ja? Das ist Binsenwahrheit. Aber was ich jetzt sage, ist so dramatisch, weil im Jahre 1950 gab es 2 Milliarden von uns hier, ja, Menschen. Heute sind es 8 Milliarden. Und vorhin fragte mich Eckart im Vorgespräch, ob es bei mir so ein besonderes Erlebnis gegeben hat. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin ein Mensch, ich bin nüchtern, ich denke in Zahlen. Aber mir war schon da war ich sehr, sehr jung, mir war ganz schnell klar, wenn die Menschheit weiterhin so wächst, und die ist in den letzten Jahrzehnten, seit 1950, dramatisch gewachsen, das geht zulasten der anderer Populationen, das geht zulasten der Tierwelt, das geht zulasten der Pflanzenwelt und das geht zulasten des gesamten Planeten. 1990 war mir das mit dem Klima noch nicht so bewusst, was das eigentlich bedeutet, der CO2-Ausstoß, der dramatisch steigt. Aber heute wissen wir das alles, alle gebildeten Menschen wissen das. Und ich will Ihnen nur sagen, wenn ich hier bin und die Ehre habe, bei Ihnen zu sein, dass ich ein Verantwortungsgefühl habe und auch ein sehr tiefsitzendes und dass Unternehmer nicht nur in Geld denken und in materiellen Vorteilen, sondern dass sie auch Engagement haben. Und das, da ich sprachlich nicht immer der Bewanderte bin, schreibe ich Bücher. Und zum Beispiel habe ich im Mai 2020 die Inaugurationsrede von Frau Harris geschrieben, die wir hoffentlich alle am 20. Januar gemeinsam erleben. Ja? Aber die steht schon in meinem Buch. Der 9. Abend des Oktopus kam im September 20 raus. Also ich beschäftige mich mit unserem Planeten und versuche, meine finanziellen Möglichkeiten, auch natürlich meine Verantwortung. Jedes dritte Rossmann-Produkt ist eine Eigenmarke. Da geht es darum, dass wir das wiederverwertbar, dass wir Verpackungen haben, die wiederverwertbar ist, dass wir aus Kunststoffen Rezyklate machen können, die alle wiederverwertet werden, dann als neue Produkte, dass wir diese Kreislaufwirtschaft in Gang kriegen. Also ich habe eine vielfältige Verantwortung und die versuche ich wenigstens etwas gerecht zu werden.
Übrigens, Eckart, gleich bin ich mit meinem Vortrag zu Ende, aber in einem hat es Rossmann geschafft. Wir sind laut Forbes, der größten Wirtschaftszeitung der Welt, der 16 beste Arbeitgeber und weltweit und der drittbeste in Deutschland nach BMW und Adidas. Und darauf bin ich auch stolz, denn meine Verantwortung gilt nicht nur für Produkte, sondern gilt vor allen Dingen auch für die 65.000 Menschen, die bei Rossmann arbeiten, dass sie möglichst gerne bei uns arbeiten. Und ich habe eine Verantwortung als Steuerzahler, weil der Staat braucht Geld für vieles. Und ich habe meine Steuern immer ordentlich bezahlt. Wir haben vorhin auch gehört, wie natürlich alle immer nach staatlichem Geld gucken. Gleichzeitig sind wir immer noch in einem der reichsten Länder der Erde. Wir haben über 7.000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland. Und deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen, was ist denn dieses Geld wert, wenn wir nichts mehr zu essen haben, wenn die Biodiversität schwindet, ich habe neulich eine Veranstaltung moderiert für Reinhard Ernst, der ein Kunstmuseum gemacht hat. Das war ein Sponsor, war aus der Sektindustrie und er sagte, 60% unserer Ernte ist im Arsch in Spanien. Wir haben diese Trauben nicht mehr, die gehen kaputt. Das haben wir auch erlebt mit Rosmarin, ja. Das heißt also, diese Verletzlichkeit, die spüren wir Menschen ungerne. Ja, wir denken immer, wir können weitermachen wie bisher und denken, Wirtschaftswachstum braucht es, damit wir uns die Dinge leisten können. Und was ich aus diesen letzten 2 Tagen rausnehme, ist, wir müssen diesen Gedanken umdrehen, was kostet es uns weiterzumachen wie bisher. Und die Menschen, die am härtesten von diesen Folgen getroffen sind, sind dir ja auch am Herzen. Du hast mit anderen vermögenden Menschen zusammen eine Allianz für Afrika gemacht. Warum ist dir auch dieser Blick über den Tellerrand am Herzen? Afrika ist heute der Erdteil, der noch am meisten wächst. Also wir hätten kein Weltbevölkerungswachstum mehr, wenn dieses Problem in Afrika gelöst würde. Afrika wird wahrscheinlich in den nächsten 25 Jahren sich noch mal verdoppeln. Ich möchte gerne eine Bresche für Unternehmer malen. Also das, was Unternehmer machen im Ökologischen, das wird in den Medien nicht so stark herausgestellt. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Der etwas grantige manchmal und etwas nicht gerade sprachlich immer gut ankommende, jetzt 87-jährige Klaus-Michael Kühne ist ein großartiger Mensch, der viele, viele Millionen für ökologische Projekte ausgibt. Wir haben gemeinsam eine gemeinnützige GmbH gegründet. Wir investieren Geld in Afrika für Arbeitsplatzsicherung, vor allen Dingen auch für die Stiftung DSW, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, dass Frauen in Afrika nicht mehr ungewollt schwanger werden, dass Frauen auch Schulbildung haben. Er gibt so viel Geld dafür aus, aber die Unternehmer haben oft eine Macke. Die sind nicht so wie ich, so in den Medien und große Klappe, sondern die machen viel Gutes, aber sie sind noch schüchterner als ich und sie halten sich zurück. Und ich denke, tue Gutes und rede drüber. Ein anderer Unternehmer, großartige Leute von Ritter Sport, die Familie Ritter, Rossmann hat in Nicaragua momentan eine Fläche so groß wie fast 5.000 Fußballfelder. Da haben wir Weideland aufgekauft und daraus machen wir jetzt naturnahen Regenwald und investieren da zweistellige Millionenbeträge über Jahre verteilt. Also wir sind aktiv. Und ich könnte vor allen Dingen, muss ich über meinen Freund Michael Neumann in Hamburg reden. Neumann ist nicht so bekannt, aber es ist der größte Kaffeehändler der Welt. Die Familie hat 100 Millionen Euro bereitgestellt für die Neumann Stiftung. Der Mann ist 87 und treibt mich, der ich gerne auf dem Sofa liege, gerne Bücher lese oder Bücher schreibe und gerne auch faul bin, der treibt mich dauernd an in immer neue Projekte. Also es sind nicht alle Unternehmen Ignoranten, es sind nicht alle Unternehmen nur Money, Money, Money. Es gibt auch viele, die sich hoch engagiert sind und als Firma möchte ich mal die Siemens Stiftung nennen. Da haben wir jetzt 7 Millionen investiert in Uganda für Tiefbrunnenbohren, auch für Arbeitsplätze schaffen, auch für Familienplanung. Du hast so viele andere Leute gelobt. Das wollte ich mal sagen, ja? Genau. Ich habe noch eine Frage. Weil du wirst nächste Woche mit einem sehr hohen angesehenen Preis ausgezeichnet, wir dürfen noch nicht darüber reden. Gleichzeitig sagst du,
du bist letzte Woche 78 geworden. Eigentlich sind mir diese Preise gar nicht mehr so wichtig. Nee. Dir ist wichtig, Menschen zu erreichen, auch zum Beispiel über deine fiktionalen Bücher, die Octopus-Trilogie, hast du mit Kamala Harris und auch mit der Verbindung zwischen, wie könnte es weitergehen, wie könnten wir diese ganzen Milliarden, die für Rüstung ausgegeben werden, für die Rettung des Planeten ausgeben, wirklich eine visionäre Idee in die Welt gebracht. Und jetzt schreibst du ein Sachbuch. Ein Satz noch zum Sachbuch. Worauf können wir uns freuen? Eckart, wieder falsch. Wir schreiben ein Sachbuch. Wir. Und wir sind Josef Settele. Ja, Ein wo ist ganz er? wichtiger Mann. Ist er hier? Ich weiß es gar nicht. Er ist einer der Entomologen, der Insektenkundler auf unserem Planeten. Und er ist Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Und er hat den Weltbiodiversitätsbericht der Vereinten Nationen als einer der 3 geleitet. Das waren 500 Professoren, aber er war einer der 3 Und wichtigen ihr schreibt Leute. ein Buch zusammen. Wir haben ein Buch. Wir sind jetzt fast fertig. Nur der Josef, ich sage Sepp zu ihm, der Sepp, der muss mehr Fotos von sich machen. Jetzt, von mir gibt es da jetzt einige Fotos wie ich. Wir stellen 12 Leute vor in dem Buch, die Dramatisches tun. Also wenn ich sage dramatisch, wenn man in Zukunft Batterien herstellen kann, weltweit, kleine und große, die 85% Kupfer einsparen. Und es ist ein Deutscher, ich kann noch einen Namen jetzt schon sagen, Dr. Danziger aus Quedlinburg. Schon wieder redest du über andere und eigentlich warst du eingeladen, um über das verantwortliche Unternehmertum zu reden. Und Ja, genau aber indem ich darin darüber besteht es rede, auch. wenn Und ich deswegen einen darüber Riesenapplaus für rede, Dirk Rossmann. trage ich doch Verantwortung. Und ich wünsche mir für jeden hier im Raum, dass er sagt, hey, mit 78 möchte ich so eine Energie haben. Danke an Tina Müller und wir sehen uns bei der Einweihung vom Logistikzentrum. Herzlichen Dank. Wir sehen uns heute Nachmittag zur Closing Lecture.